Der V600G in der X-Edition, ja 6 Meter lang, viel mehr Platz wie im 540er. Ja, und jetzt hat die Steffi schon viel gelernt, wie man Sitze dreht, wie der Tisch geht und dass man auf 5,40 Meter, den wir vorher gefilmt haben, im V540G, etwas mehr hin und her schieben muss mit den Sitzen, damit man sie gedreht kriegt. Genau. Und jetzt mal gucken, wie das mit ihm ist, der ein bisschen länger ist. Ich bin gespannt. Ja, 6 Meter Länge heißt 60 Zentimeter, klingt erstmal nicht so viel. Aber das ist im Innenraum Wahnsinn, was das ausmacht, weil das ist prozentual natürlich richtig viel. Ich glaube auch, dass sich das schon bemerkbar macht, weil hier haben wir ja wirklich so ein bisschen rangieren müssen mit dem Sitz und ich denke mal, dass das dann hier ein bisschen besser passt. Ja, die Farbe ist so ein Grau, unglaublich trendig. Das kennt man von Audi, dieses typische Audi-Grau steht dem Fahrzeug unglaublich gut. Daneben das Fahrzeug in Silber übrigens. Ich finde beide Farben wirklich gut und hier sieht man mal den Unterschied von dem 540er. Der auf der Seite steht, haben wir ein eigenes Video gemacht. Einfach mal schauen gleich. Und dem 600er, der hier ist. Und vielleicht ein kleines Detail an der Seite, vielleicht direkt mal. Fällt es dir auf? Das ist jetzt gemein, weil du es nicht siehst. Nee, die Toilette ist auch so. Du hast ein großes Fenster und noch ein Fenster. Du hast 2 Fenster. Ja. Okay, hier ist die Tür auf, aber... Okay, du hast 2 Fenster. Ja. Einmal das Fenster, was du hier nur einmalig hast und dann noch dieses Fenster. Aber dafür ist das, glaube ich, ein bisschen größer, oder? Ja, damit hast du eine Außendusche. Das wirst du gleich sehen. Du kannst nämlich den Duschlauch, den du hast, so wird es wahrscheinlich sein, das habe ich es bei vielen gesehen, nämlich nach außen bringen, indem du ihn einfach zum Fenster raushältst. Und dadurch kannst du draußen duschen. Das ist auch nicht schlecht. Mountainbike, Fahrrad, Strand, das kannst du alles machen. Radträger. Open-Air-Shower. Musst höllisch aufpassen, wenn du den aufmachst. Die allermeisten schlagen sich den Radträger ins Gesicht beim Öffnen, weil der auf der einen Seite nämlich, merkst du es? Ja. Du machst den auf und schlägst dir den hier oben an der Seite. Das ist Ich wahrscheinlich... spreche aus Erfahrung. Okay, ich bin wahrscheinlich auch so ein prädestinierter Ratschläger auf den Kopf fallende. So, mach mal auf. Ich habe Angst jetzt. Nee, brauchst nicht Angst haben. Einfach nur ziehen und jetzt merkst du, wie das Ding aufschwingt hier an der Seite. Ja. Da ist der Radträger dran und jetzt siehst du, du hast ein Querbett. Du hast aber innen eine ganz andere Raumaufteilung, obwohl das nur ein halber Meter länger ist. Das ist jetzt eine etwas andere Ausstattungsvariante, die X-Edition mit Holz. Genau. Und Gefällt mir auch. Ja, wir gehen mal rein. Also ich kann es jetzt von außen gar nicht. Es ist einfach optisch, ne? Genau, mach mal zu. Ein ganz anderer Also auch Style. hier übrigens das Gleiche. Das Auto kann man als Transportfahrzeug im Alltag nutzen. Hier habe ich unglaublich viele Schränke, die ich ausziehen kann. Hier habe ich die Außendusche mit dran. Also ich muss also gar nicht da raushalten. Hier ist der Wassertank auf der rechten Seite. Hier links habe ich meine Gasflaschen, wenn du mal kurz aufmachst. Das sind also viele Dinge. Genau, wenn du jetzt unten mal, genau. Werkzeug und die Befestigung für die Gasflaschen. Flaschen. Genau. Und es ist, wenn das Ding nicht gleich rauskommt, noch mach mal zu. Ich denke, das ist, weil es neu ist. Nee, ne? das ist Oder? immer so. Ah, es ist immer. Und wenn du unten mal aufmachst und jetzt ganz leicht draufhaust. Nee, nicht auf den Knopf, sondern daneben. Nee. Da kommt es raus. Das liegt daran, wenn du mal aufmachst, zeig mal. Ich zeig dir das mal. Beides mal aufmachen. Genau. Ja, du bist Camping. Da ist ein Gummi drin, siehst du den? Ja. Und der Gummi zieht sich an, weil das muss dicht sein wegen dem Gas. Okay. Und das ist der Grund, warum genau diese Schlösser hier praktisch, Das ist das Gummi. Alles klar. die fangen nicht an zu klappern, das sitzt da drin und das ist dann einmal zu öffnen. Das machst du auch nicht jeden Tag auf. So, mach nochmal zu. Und da siehst du, wenn du das machst, das presst sich ran. Und das ist dann wirklich zu und da klappert nichts. Wenn du mal dran bewegst. Gar nichts. Gar nichts. Nichts. Das ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt des Klappern. Dass also die Schlösser so gemacht sind, dass nicht das ganze Auto dauernd rappelt. Das war, glaube ich, eine lange Entscheidungsfindung. Ja, jetzt zeige ich dir mal, wie man sich das an den Kopf schlägt. Soll ich es dir zeigen? Ungern. Genau, wenn du nämlich jetzt zumachst. Genau. Also aufmachen ist kein Problem. Aber wenn du jetzt zumachst und jetzt schlagen die Leute zu und haben noch den Kopf im Weg. Siehst du? Ach, das meinst du? Ich dachte, das kommt runter. Ah, okay. Das, wenn du jetzt zumachst, das heißt, du machst jetzt hier, warte, ich zeig's dir nochmal. Du machst hier auf Und dann hast du das Ding und ziehst aber hier zu. Ja, okay. Und Das ist natürlich, das macht man wahrscheinlich genau ein einziges Mal. aber ich glaube, alle machen es. Ich habe es auch geschafft.
So, ich zeige es nochmal gerade von hinten. Hier ist jetzt auch eine Markise drauf. Also die ist direkt hier oben integriert, siehst du? Eine große Thule Omnistor über die ganze Breite. Ah ja, die kann ich dann wieder ausfahren. Genau. Und Da ist der Wasseranschluss. Hab dann hier so ein Sonnendeck. Hier ist Wasseranschluss, okay. Ein Sonnendeck? Der auch abgeschlossen. Ach so, das meinst Ja, du. wenn ich die Markise rausziehe, das meine ich, hat man dann so ein kleines Sonnendeck. Ja, auch wenn es regnet, da ist jetzt unten ist jetzt hier eine Abdichtung drin. Das heißt, wenn es regnet, regnet es nicht hier rein. Auch ganz wichtig. Auch gut Kleines durchdacht. Detail. So, was haben wir hier? Das ist die Schiene von der Tür. Die Tür ist sehr breit und die öffnet sich dann, die schwingt praktisch nach hinten weg. Das kannst du gleich mal sehen, wenn du die aufmachst. Okay. Genau, wenn du mal kurz aufmachst, dann sieht man es ganz gut. Ah ja, okay. Und es schwingt die in die Schiene rein. Okay, ein ganz anderes Design, ne? Auch viel mehr Platz. Viel mehr Platz, definitiv. 60 cm nur, was das ausmacht. Guck mal hier, der Einstieg. Einstieg ist viel größer. So, ich zeig mal die technischen Daten. 60 cm, so. Maskat, warte, Pilote V600G, X-Edition. Hier sind die technischen Daten drin. 51.500 Euro, gut, ist auch schon mal ein bisschen teurer. Hat die 140 PS Maschine, 2,3 Liter drin. Und ein Schaltgetriebe. Ist halt die Frage, was man will, ne? So. Und wo man hin will und mit wem man irgendwie loszieht. Aber Du ich meine, merkst, Größe hat natürlich dann wahrscheinlich immer auch ein bisschen mehr Komfort. Aber ich finde es super, so klein und gemütlich. das Bad ganz anders, siehst du? Ich gehe mal rein. Wir haben ja eben gesehen, in dem 45er war ein anderes Bad drin. Da war alles sehr eng in dem 45er. Hier ist schon wieder ganz anders. Hier ist auch wieder was auszuprobieren. Ja, geh mal rein, dann filme ich dich mal. Direkt ins Bad? Ja, mach mal. Direkt ins Bad. Wenn du dabei bist. Okay, also hier ist auf jeden Fall eine sehr große Toilette. Man hat so viel Platz, um auf der Toilette zu sitzen. Guck, die So, die Toilette kannst du ist komplett- wegschieben, die Toilette. Die Toilette kann man wegschieben. Nach hinten. Genau, die kann man ein bisschen. Ah ja, die kann ich nach vorne schieben. Oder wie mache ich das? Siehst Nee, du weg. schon wieder? Die ist praktisch weg von dir zu schieben. Die kannst du unter das Teil schieben, wenn du duschst. Ah ja, ja, das wollte ich jetzt, siehst du. Das war nämlich. Also, hier ist das Waschbecken, Waschbecken. kannst du rausklappen. Schränke. Hier ist auch ein Schrank. Wahrscheinlich dahinter. Ein Schiebeschrank. War eben auch nicht da, oder? Nee, das ist Schiebeschrank ist neu. Und hier ist auf jeden Fall eine Handdusche, die ich gerade nicht hatte. Aber wie mache ich das jetzt mit der Dusche? Guck mal, über dir. Die ist über mir. Die ist über dir. Du machst das Fensterchen auf. Du hast ja hinten nochmal eine Außendusche, aber theoretisch könntest du auch das Fensterchen aufmachen, das rausreichen, anmachen. 2 Leute. Aber Oben. das möchte ich jetzt, guck mal, das hier kannst du schieben. Nee, da ist irgendwas anderes dran. Ich bin gerade mal am Schauen, das ist wahrscheinlich die Toilette, die du reinschieben kannst. Da kann ich aber gleich mal nachgucken. Wie der Mechanismus ist wahrscheinlich gelockt. Und dann kannst du nämlich die Toilette kannst du ganz reinschieben, die kannst du drunter schieben, zum guten Teil. Weil sich das hier bewegt, ne? Guck mal. Genau. Kannst du nach draußen schieben, dann das Geschäft unter freiem Himmel. Nee, Nee, du kannst sie reinschieben, dass du mehr Platz hast beim Duschen. Das ist der. Also du schiebst sie praktisch drunter, genau. Jetzt hast du es eigentlich gemacht. Mach mal feste. ach so, mehr nicht? Ja, genau, ein bisschen mehr reindrücken. Dann soll sie kommen. Ist okay. Wahrscheinlich ist noch was vorher zu entriegeln. Da werden uns die Leute wieder Kommentare schreiben, wie es funktioniert. Aber es ist so, wenn die Leute hier auf dem Platz unterwegs sind, hier sind ja wirklich Dutzende unterwegs, die alles ausprobieren, anfassen, machen, tun, dann werden sie sich wahrscheinlich widerspiegeln in dem, was wir tun. Ausprobieren, einfach mal reinsitzen, gucken, passt das von der Größe? Ich war ja auch noch nie in so einem kleinen Wohnmobil. Und deswegen finde ich das total spannend, alles auszuprobieren. Ich meine, ich hätte ja vorher auch alles lesen können und hätte es dann gewusst. Und das wäre total professional gewesen. Aber ich glaube, das wäre halb so spannend. Die Idee ist ja, genau, wir machen ja heute mal so ein bisschen Unboxing von jemandem, der es noch nie gesehen hat. Ich bin ja selber kein Profi, also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie es genau jetzt zurückgeht, weil alles ein bisschen anders ist. Kannst du zumachen. Genau. Kannst du aber auch aufmachen. So, da ist eine Schiebetür mit drin, dass du schön dich einsperren kannst, ohne dass die viel Platz wegnimmt. Die ist auch sehr massiv, ne? Also, Die gefällt dir? ja, gefällt mir. Die darf ja auch nicht klappern.
Das ist so immer dieses Klappern. Oben ist ein Handtuchhalter. Kannst du Jacken, Handtuch und so weiter auch, wenn du jetzt kommst vom Skifahren und so weiter, kannst du deine Skiklamotten dranhängen. Das Fenster kann man öffnen, also ist auch viel Platz, ne? Guck mal. Ja, Thema Küche. Thema Das Küche. Du hast direkt mal einfach mehr Platz an der Seite. Definitiv. Also hier die kleinen Fächer, die ich immer so süß finde. Kleine Details. Dann hast du hier dein großes Kochfeld. Und wie auch gerade wahrscheinlich kann man das hier hochklappen. So. Du kommst sogar noch durch anschließend. Und du kommst noch durch, genau, das war gerade auch nicht. Das sind die 60 cm, ne? Die machen sich dann hier bemerkbar. Wahnsinn, oder? Ja, das macht echt schon was aus. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Also eigentlich kann man mal beide Filme gucken, da sieht man mal, wie eng was hatten in dem 45er, was aber geht. Und ich meine, 60 cm ist ja nicht viel, ne? Das geht gleich noch viel mehr. Die gibt es noch mit 6 Meter. Also wir werden das gleich mal sehen. Mit 6,40 Meter, glaube ich, gibt es den noch. Den gucken wir uns gleich mal an. Also was das denn der Unterschied ist. Ja, hier die Schränke, das ist im Prinzip ja überall dasselbe. Mit Es ist schon ein bisschen anders, weil der Kühlschrank war ja eben wo? der Kühlschrank war, doch, der war auch hier. An Der war hier? Okay. Sicher? Sollen wir kurz gucken? Wir haben so viele Wohnmobile. Warte mal, wir gehen mal raus. Der steht nämlich hier. Das ist der 45er. Und der Kühlschrank ist hier unten drunter. Da sieht man nämlich den Unterschied beim 5,40 Meter. Und das ist der Durchgang quasi. Der Kühlschrank war Unterflur. Das ist so. Unterflur, unten drunter. Da. Ja, der war unten drunter. Ja. So, und jetzt ist der Aber auch Kühlschrank auf der oben. Seite, auf der Seite. Jetzt, Ja. das Und der jetzt Kühlschrank kein oben. Bücken mehr. Ja, Männer fänden das ja vielleicht gut, wenn die Frau sich mal bückt. Ne? Und es gibt auch so eine lustige Karte, deswegen steht das wie unten. Aber gut. So, hier haben wir auch zwei ganz große Fächer, Auszüge. Auszüge und, guck mal, was ist das, Mann? Kleiderschrank. Nee. Doch. Echt? Du kannst das Fach rausnehmen. Da oben ist die Stange. Tatsächlich. Genau, das kannst du entweder mit Fach verwenden oder du kannst die Stange drin lassen. Dann hast du einen großen Kleiderschrank, den kannst du rausziehen. War auch nicht drin eben. Nee, der war auch nicht drin, das stimmt. Also da ist jetzt das Fach drin, das kannst du aber rausnehmen. Und dann kann man was hängen. Kannst was hängen. Wahlweise. Da ist jetzt hinten da. Ah, ich muss wirklich, aber es kommt Nee, auch du mal. kriegst es nicht zu wegen dem. Genau. So, was haben wir noch? Die Betten. Und auch hier die Querbetten. Einlagen und die Querbetten. Ja, die Holzanlagen zum Absperren. Da könnte auch der Hund unten drunter liegen. Dann kann man es transportieren. Die Querbetten, ich zeig's mal gerade. Wenn du mal gerade drauf gehst, da ist Folie drauf, kannst ruhig drauf. Und wir haben hier einen Tisch, guck mal, noch zusätzlich. Wo kommt der denn hin? Der Tisch könnte nach draußen. Das heißt, den kannst du meistens einhängen hier. Guck mal hier. Wenn du den mal kurz rausnimmst. Moment. Das kennst du ja schon. Nee, hochdrücken. Das kleine Teil. Da. So, den Tisch. So einen Tisch kannst du mit rausnehmen. Arbeit hier. Ah ja, wenn es einmal, also wir machen eigentlich die Einweisung gerade, Ja. weil es erklärt sich vieles von ganz allein. Aber es gibt viele Leute, die dann sagen, gewusst, hätte ich das aber- gewusst. So, ist nur eine Vermutung, dass es so ist. Also es muss jetzt nicht so sein, dass es so ist, aber es sieht so aus, als würde es hier in diese Schiene reingehören. Aber hier ist keine Schiene, ne? Keine Schiene dran? Nee. Ah, ist ein richtiger Tisch. Guck mal, den kannst du aufstellen. Das Bein habe ich für, gerade rausgenommen, aber das kommt da unten rein. Und dann genau, da wird wahrscheinlich- geht das Bein mal holen. Ein kompakter, Holen wir flacher das Tisch. Bein. Holen wir das Bein im gleichen Design. Das Bein. Und dann kannst du beides mal ausklappen, alle vier. Das rein. Ja, jetzt hast du einen Tisch. Muss ich hier auch irgendwas? Ja, schau mal, da ist ein Pfeil drauf. Siehst du den? Kleiner Pfeil, das heißt, du musst zu dir ziehen und dann kriegst du es raus. Wenn du es einmal gemacht hast, Dann weiß man's. Das Bein ist aber nur zu kurz da so, unten. das hast die andere Richtung. Ja, du wolltest doch Sport machen. Ja, das stimmt. So, das Bein ist zu kurz, das kannst du rausfahren.
mal rausholen. Ich glaube ja. Ja, ich glaube Schrauben eher, Nee, oder? Nee, Schrauben nur. ja, es könnte aber auch sein, dass das Bein zum Beispiel auf der Stufe ist. Siehst du das? Ja. Und dass es deswegen ein bisschen kürzer ist. Wir können es ja mal ausprobieren, wie das jetzt gedacht war. Heute fordere ich dich, oder? Aber voll. Ich will nicht, dass der Tisch gleich... Du bist daneben. Siehst du, das Loch ist auf der Seite und du musst ein bisschen drehen. Und dann macht es klack und dann ist es Jetzt. drin. Jetzt ist es drin. So. Okay. Die Neucamperin Steffi. Ja. So, jetzt. Aber ich schwör's dir, ich werde noch Camperin. So, passt natürlich nicht, ist wahrscheinlich gar nicht so gedacht. Sieht super. Sieht super aus, aber wie es gedacht Nee, ist, aber jetzt mal ernst. schreibt uns da einen Kommentar drunter. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Soll ich den Trick verraten? Ja. Ups. Das ist das sogenannte Notbett. Das heißt der Unterbau dafür. Aha. Kommst du drauf? Notbett? Ja. Du kannst nämlich hier, siehst du das? Ach, guck mal an. Kannst du die Bettverlängerung bauen. Und wenn du den jetzt mal hochstellst, das heißt, du nimmst den Tisch mal hoch. Nee, den jetzt nicht, den anderen. Genau, wenn du mal rausgehst, einfach mal rausgehst Hallo. und jetzt den Tisch mal nimmst. Ich mache nichts kaputt. Sie guckt, hi. So, und jetzt mal reinschiebst. Weiter rein, einfach rein. Nee, stopp, du, etwas höher. Wir probieren mal gerade aus, sie hat das noch nie gemacht. Da ist der Marketingchef übrigens von... Ja, ich beobachtet. So, und jetzt passt er genau hinten rein, siehst du? Ah. Und damit kannst du in Verbindung, siehst du, es hat die gleiche Höhe wie der andere, Ja. kannst du noch anpassen, kannst du Dann dir kannst du es da reinstellen. ein Bett zimmern. Und, Guck mal da und hinten. oben das, siehst du, den Tisch dort oben, Ja. den kannst du unten einhängen und kannst dir hier ein großes Bett bauen, ein Notbett, wenn Kinder mal da sind. Wahnsinn. Ja, klasse. Da hat auf jeden Fall jemand gut überlegt. So sieht es aus. Da ist das Notbett. So, das Notbett. So, dann nehmen wir es mal kurz raus, dann zeigen wir noch mal den Rest von dem Fahrzeug. Also es gibt überall was zu entdecken. Denn ich sag mal, wenn du jetzt Kinder dabei hast und du hast jetzt kein Hubbett oben drauf und ich sag mal keine anderen Sachen, dann hast du natürlich das Problem, dann brauchst du ein bisschen Platz. Ansonsten hast du hier vorne, das kennen wir schon. Was wir übrigens noch nicht gezeigt haben, das Fliegengitter. Das hier. Komplett über die ganze Breite und Höhe. Den Tisch mal wieder ein. Während Steffi damit beschäftigt ist, den Tisch einzuklappen. Zack. Guck. Ich hab's drauf. Jetzt, Jetzt langsam. langsam. Ich sag es euch, ich werde nächstes Jahr campen. Sicher? Ja, und das wird definitiv ein Abenteuer. Ich mit meiner besten Freundin Steffi und Steffi campen. Das wird auf jeden Fall lustig. Werden wir hier. Ja. So, wir zeigen mal gerade noch ein paar Details. Das Bein kommt noch mit dran. Hier vorne hast du eine große Spüle. Muss mal zeigen. Mit Abdeckung und hier natürlich ein Kochfeld mit dabei. Und wir hatten es ja eben schon kurz ausgemottet. Da vorne hast du noch eine Zündung, eine Piezo-Zündung, die mit drin ist. Und Ja. natürlich Staufächer ohne Ende. Das haben wir. So, jetzt kommen wir mal hier zu dem Sitz. Da merkst du, der ist schon viel größer. Ja, auf jeden Fall. Breiter und größer. Das ist ein Teil, du kannst es ja umbauen dann zum Notbett, dass man hier auch schlafen kann. Und du kannst mitfahren. Ne? Also du kannst im Prinzip hier zu viert fahren, weil hier 2 Anschnallgurte sind. Ja. Und dann fährst du einfach los. Fährst du einfach mit. Das ist drüben aber auch so gewesen. Da hast du auch 2 Anschnallgurte drin, wo du deinen Platz hast. Aber ich denke, optimal ist es eigentlich bei so einem Fahrzeug mit 2 Personen, vielleicht noch einen Knirps dabei oder so. Den kannst du mitnehmen, aber das ist jetzt ein typischer Zweiergrundriss. Bei 5,40 Meter. Zu viert, ne? Ja, ich denke es sei denn, du hast ein Zelt dabei oder die Kids, die sind irgendwie draußen oder so, aber das ist dann, wenn es dann regnet und da muss sich jeder halt Gedanken machen. Aber wenn du hier sitzt, das ist schon ein schöner Platz und da vorne hast du dann deine Drehsitze, die du mal bitte drehen darfst. Du lachst schon. Ja gut, es ist jetzt... Ich hab's, aber ich kann das jetzt. Du kannst das jetzt, okay. Ich
Ich versuche mal. Guck jetzt. Ja, bisschen vor, hast du das schon gelernt? Ich mache am besten mal direkt die Lehnen hoch. Sind sie? Alles klar. Guck. Und jetzt muss ich nur einmal anschieben und tada. Wow, Applaus! Huhu. Kein Problem, oder? Ja, erstens habe ich jetzt an die Sachen gedacht direkt und zweitens habe ich hier aber auch wirklich mehr Platz. Man sieht das einfach. Ne? Also ich glaube, das sind jetzt so die 60 Zentimeter, die sich im Bad und hier so bemerkbar machen, weil ich jetzt nicht so dieses wirklich Zentimeter auf Zentimeter genau machen muss. Ist der Sitz ganz zurück bei dir oder hast du noch ein bisschen Platz? Ich glaube, den kann ich noch ein bisschen zurück machen Oh tatsächlich. Gott, ist jetzt nur mal so vom Raumgefühl ja, her. guck. Jetzt hast du noch mehr Platz. Jetzt habe ich noch mehr Platz. Jetzt sitze ich hier. Aber jetzt mal deine Frage. Du hast eben gesagt, der 45er ist es. Aber man kann dann schon mal ins Grübeln kommen, oder? Also ich denke ja halt auch ans Fahren. So, Ja. ne? Und wie ich mir das zutraue. Und Das ja, ist okay, aber 60 Zentimeter macht es ja dann eigentlich auch nicht. auch Ne? nicht, hast du eine Rückfahrkamera mit dabei. Also wenn du den 45er kannst, der 600er, du steigst ein, am Anfang ein bisschen anders, aber es geht so schnell. Ja. Das hat einfach ein größeres Raumgefühl oder mehr den Charakter eines Wohnmobils, bei denen wir vorher waren. Ne, bei den größeren. Und das ist eher, das hat was Kleines, Gemütliches, wenn man mal so einen Wochenendtrip macht. Aber hier kann man auch mal länger drin wohnen, denke ich. Das ist so, ja. Also da sollte man sich Gedanken machen, am besten mal Probe sitzen, vielleicht nicht die Entscheidung direkt am ersten Tag treffen. Das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, das ist es jetzt. Weil ist je nachdem, wie man es hat, man kriegt es immer wieder verkauft, aber man hat ja dann eine gewisse, ich sag mal, einen gewissen Verlust. Den hast du automatisch ein bisschen. Definitiv drüber schlafen, eine Nacht oder auch zwei. Oder ja, wirklich auch mal eine ganze Zeit, wie der Roland ja schon gesagt hat, hier im Wohnmobil bleiben und alles ausprobieren, sich einfach mal hinlegen und mal nachspüren und nicht sofort aus dem Kopf entscheiden, sondern eher vom Gefühl. Du kannst schon verstehen, dass Leute hier den ganzen Tag verbringen und dann Probe sitzen und dann am Schluss noch mehr verwirrt sind wie vorher. Ich wäre völlig überfordert. Also wenn ich jetzt wirklich ein Wohnmobil kaufen möchte, dann ich wäre völlig überfordert. Weil es gibt einfach so viele schöne Details in jedem was anderes, was irgendwie toll ist. Und das ist, ich glaube, wer die Qual hat, hat echt die Wahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual, so umgekehrt. Genau, sei mal so lieb, dreh mal den Hinensitz auch noch. Das solltest du mal sehen, vom Raumgefühl her. Wenn ich dich schon quäle, dann richtig. Das geht jetzt, gell? Ja, das geht. Aber ich glaube, es macht echt der Platz, der halbe Meter mehr. Ja, das macht schon der Platz, definitiv. So, und den Tisch, den kann ich ja dann im Prinzip auch noch ein bisschen klappen, ne? Oder Übrigens, warte mal. ich zeig dir mal gerade für das Notbett, das ganze Baumaterial, was du hast, das liegt hier hinten drin. Und das ist praktisch so diese Auffüllung, dass da noch eine Person schlafen kann, zum Beispiel ein Kind. Also ich denke mir, das hier wäre also wirklich für eine Familie mit einem Kind, wird es gerade noch so gehen. Absolut. Weil du hinten auch einen Notausgang hast, kannst also auch raus. Ja, ich bin begeistert, Mensch. Ich werde zur Camperin. Du darfst oben mal aufmachen, hier. Vorsicht Kopf, großes Staufach und oben drüber hast du noch ein Staufach. Guck mal über dir. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Der Zoll kennt das Fach. Oh, aber richtig tief. Guck Da kannst du den Tisch reinlegen. Ah, ja. Ist tief und du darfst den Tisch ja während der Fahrt nicht benutzen. Und dann kommt er da rein. Also viele gehen hin und machen es, aber das ist sehr gefährlich. Wenn es dann zum Unfall kommt, kann es also zu bösen Verletzungen kommen. Und den kannst du dann oben reinmachen. So, wenn du keinen sehen möchtest, Klappe zu. Klappe zu, Affe tot. Ja, und du kannst das Fenster auch aufstellen. Du weißt, wie es geht, so ein Aufstellfenster? Ich habe es noch nicht gemacht, wie man sieht, aber ich gehe mal davon aus, ich ziehe jetzt hier dran. Genau. Das ist auch sehr leichtgängig. Ja. So. Schön. Am besten machen wir es mal zu, wenn es dann regnet. Und hier ist dann schon die Vorbereitung für den Fernseher drin. Also mit Sattanlage und so weiter. Das Licht habe ich auch mal angemacht. Und man sieht hier, da ist eine Ambientebeleuchtung mit drin überall. Ja, 5,40 Meter. Schon wieder ein anderer Eindruck. Ja, wenn wir jetzt eins weitergehen, es wird also immer länger, dann wirst du sehen, Ich mache das Licht
Die Qual der Wahl wird immer schlimmer. Der Hauptschalter ist über dir. Guck mal, über dir. Da ist ein kleiner Schalter. Siehst du den? Wenn du ausmachst, geht alles aus. Und dann ist die Batterie auch getrennt. Das heißt, die verbraucht keinen Strom mehr. Wenn du rausgehst, einfach ausschalten, der Rest geht an. Ja, sehr gut. Hier ist uns noch eine LED-Leiste, dass du abends Licht machen kannst draußen. Ja, es sind so kleine Details, die das irgendwie so besonders machen. Ne? Und Geht über die ganze Länge. Gefällt Ja, hier steht da. Pilote V600G X-Edition Safety 2021. Und ja, dieser hier kostet 51.500 und ist Modelljahr 2021. Und ja, ist alles mit drin, was Sie hier sehen. Wenn Sie Lust haben, einfach mal Standbild machen. Dann können Sie die Details ablesen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Breite ist 2,5 Meter, die Länge ist genau 6 Meter und das zulässige Gesamtgewicht 3,5 Tonnen, auch großes Thema. Du hast ja noch den alten Dreier, darfst noch bis 7,5 fahren, aber die meisten dürfen das nicht mehr und dann ist bei 3,5 Schluss. Und das ist sehr beliebt deswegen. Deshalb, okay. Danke. Ich werde jetzt mal heute Nacht hier schlafen und morgen berichte ich dann, wie es war. Mach das. Wenn du die Tür zukriegst. Tschüss. Tschüss.